Dieses Kind lebt nicht mehr lange. Da erschlägt Hagen das Kind. Kriemhild hat König Gunther getötet. Jetzt erschlägt Kriemhild Hagen. Bald wusste man, was er auf diesen Reisen für die Sicherung der Arbeitsplätze erreicht hat. Weil er die großen Möglichkeiten der Ost-West-Zusammenarbeit sah, war er ein engagierter Verfechter dieser Politik. Denn er wusste, jeder Schritt zu mehr Zusammenarbeit ist ein Schritt zur Sicherung des Friedens. Nehmt mich mit in die Reihen auf, dass ich einst nicht sterbe gemeinen Tods. Umsonst zu sterben lieb ich nicht, doch lieb ich zu fallen am Opferhügel fürs Vaterland. Zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland. Und Siegesboten kommen herab, die Schlacht ist unser. Lebe droben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten. Dir ist, Liebes, nicht einer zu viel gefallen. Höllerin, schön. Ja. Aber der Mensch kommt immer erst eine Minute vor Abfahrt des Zuges darauf, dass er das Wichtigste vergessen hat.
Jenseits geschnappt. Was denn? Unser Kapitänleutnant kennt die Engländer nicht schnappen. Funken der Hoffnung in Ihrem Gesicht stünde. Wie bringen Sie das fertig, wenn Sie als vernünftiger Mensch den grässlichen Ausgang im 5. Akt auch kennen? Das weiß ich im 1. Akt noch nicht. Nur vom letzten Mal her. Sie spielen ein Stück zum 84. Mal. Ja, es ist ein sehr erfolgreiches Stück. Aber dann müssten Sie den schrecklichen Ausgang doch allmählich kennen. Kenne ich auch, aber nicht im 1. Akt. Aber Sie sind doch nicht dumm. Die Bezeichnung würde ich mir auch verbitten. Dann wissen Sie doch aus den früheren Aufführungen, also um 20:10 Uhr, im 1. Akt, was um 22:30 Uhr im 5. Akt passieren wird. Na und? Na, wieso spielen Sie dann mit einem Funken der Hoffnung im Gesicht? Weil ich im 1. Akt den 5. Akt nicht kennen kann. Sie meinen, dass die Oper auch ganz anders ausgehen könnte? Freilich. Sie geht doch aber nicht anders aus. 84 Mal schon nicht. Ja, weil es ein erfolgreiches Stück ist. Ja, deshalb 84 Aufführungen, aber es geht am Ende nicht gut aus. Sind Sie gegen Erfolg? Nein, aber es geht im 5. Akt nicht gut aus. Könnte doch aber. Wenn man sich auch noch so liebt. Einmal sagt man sich adieu, weil es keine Treue gibt. Schwör mir nicht, du bist für immer mein. Keine Liebe kann für immer sein. Einmal sagt man sich adieu, wenn man sich auch noch so liebt. Menschen, die etwas nicht mehr aushalten, ertragen es noch lange. Dann plötzlich brechen sie aus, unerwartet und brutal. Fürchterlich, ne? Also seien Sie bitte vorsichtig mit diesem Gewehr. Ja, so, dann um die, ja, sie hat das um die Achse. Dann ist das Gewehr auf dem Sicher, ist das... Ja, ich weiß, die hat sie da so gedreht. Ja, sie hat es aus dem Schrank herausgenommen, das hat mit der Mündung zur Schrankwand gestanden. Ja, dann um die eigene Achse gedreht, dann hat sie es weiter auf ihren Garten gedreht. Ja, seien Sie, links ist besser rechts. Aber es hatte eine gewisse Logik, was diese Frau ausdrücken will.
Die Verwandlung eines kriegs- und frauentüchtigen Garnisonsoffiziers unter Kriegsverhältnissen im fernen Osten in einen trunksüchtigen Schweiger, der sich nur noch hier nicht in Worten der Tochter öffnet, ist eine unpersönliche Macht. Ist schon so etwas wie ein Schuss. Ich habe mir heute übrigens einen fürchterlichen Hitzenschuss geholt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Das habe ich an der linken Seite. Nein, sagen Sie, was machen Sie dagegen? Ich mache Katzenfell. Ja, danke. Ja, aber sehen Sie, es hat ja eine gewisse Logik, was diese Frau ausdrückt. Warum haben Sie überhaupt das Gewehr aus dem Schrank, der mit einem Fliegengitter vom Raum extra abgeteilt ist, herausgenommen und es geschwenkt, wenn Sie gar nicht gewusst haben, wie man ein solches Gewehr zu bedienen hat? Ich wollte schießen. Zu einem Schuss gehört aber zweierlei, ein Gewehr und die Handlungsanleitung für die Bedienung. Die hatte ich nicht. Warum haben Sie dann das Gewehr herausgegriffen? Ich wollte einen Schuss abgeben. Wir drehen uns hier im Kreis. Ich fragte Sie bereits, auf wen wollten Sie schießen? Das wusste ich nicht. Wollten Sie den Schuss in die Luft abgeben? Das käme darauf an. Worauf käme es an? Was mein Mann dazu sagt. Hat er etwas gesagt? Er war zu betrunken, um etwas dazu zu sagen. Und das sahen Sie? Gewiss. Sie haben das Gewehr um dessen Achse gedreht, also durch Schwenken einmal umgedreht. Das weiß ich nicht mehr. Sie müssen es gedreht haben, da es zunächst mit der Mündung zur Schrankwand stand. Später wies es dann mit der Mündung auf Ihren Oberschenkel. Also habe ich das Gewehr wohl geschwenkt. Warum haben Sie das Gewehr auf sich selbst zugedreht? Wie gesagt, ich weiß das nicht mehr. Es musste mit der Schwenkung doch eine Absicht verbunden sein. Was haben Sie bezweckt? Jedenfalls nicht, mich ins Bein zu schießen. Was dann? Ich wollte einen Schuss abgeben. Damit Ihr Mann Ihnen antwortet? Ja. Er war aber dafür, wie Sie selbst sagen, viel zu betrunken. Das sah ich. Warum dann der Schuss? Das weiß ich nicht. Sie wollten aber einen Schuss abgeben. Das auf jeden Fall. Diese Absicht hatten Sie, als Sie das Gewehr rausnahmen und zu sich herumschwenkten. Genau da hatte ich diese Absicht. Das bezweckte ich. Es sollte geschossen werden. Als Sie jetzt weiterschwenkten und das Gewehr auf die Brust Ihres Mannes zielte, was war der Zweck davon? Da bezweckte ich das nicht. Mein Bein tat weh. Was wollten Sie erreichen dadurch, dass Sie das Gewehr mit der Mündung auf Ihren Mann richteten? Dass der Schmerz aufhört. Welcher Schmerz? Der in meinem Bein. Nicht auch der Schmerz der vergangenen Jahre? Weiß ich nicht. Sie wollten aber weiter schießen. Meine Absicht war erledigt. Ich hatte den Schuss abgegeben. Ich wollte jetzt nicht mehr schießen. Wissen Sie das genau? Nein. Wie konnte es dann zu dem Schuss kommen? Ich wollte ja einen Schuss abgeben. Das sagten Sie schon. Das sagte ich. Als Sie sich angeschossen hatten, verspürten Sie sogleich Schmerzen in der Wunde? Ich habe sie gar nicht bemerkt. Wissen Sie das genau? Ja. Warum schwenkte dann das Gewehr daraufhin in Richtung Ihres Mannes? Es war die richtige Richtung. Das Gewehr lag verkehrt herum in meiner Hand. Wie haben Sie es aufgenommen, dass Ihr Mann, was Sie unverzüglich nach Rückkehr von der USA-Reise feststellten, Ihre gemeinsame Tochter vergewaltigt hatte? Technisch hat er sie nicht vergewaltigt. Es waren beischlafähnliche Handlungen. Aber er hat sie angefasst, wenn auch die Ejakulation ihm nicht gelang. Am nächsten Abend gelang sie. Es ist in den Akten nicht erwähnt. Es fand statt. Wie haben Sie reagiert? Gar nicht. Wieso? Es war kein Gesprächspartner da. Sie stellten Ihren Mann nicht zur Rede? Ich habe es versucht. Er antwortete nicht. Nein. Haben Sie mit Ihrer Tochter darüber gesprochen? Sie redet nicht mit mir. Darüber nicht oder überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Waren Sie innerlich entsetzt? Wieso? Über die Vergewaltigung Ihrer Tochter? Nein. Empört? Nein. Was waren Sie dann? Was haben Sie empfunden? Das ist schwierig zu benennen. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber es ist etwas Schlimmes. Wieso? Hören Sie, Ihr Mann vergewaltigt in Abwesenheit seiner Ehefrau seine Tochter. Wie ich sagte, mit Willen meiner Tochter, die sich zum Vater hingezogen fühlt. Was waren Sie, wenn Sie weder entsetzt noch eifersüchtig waren? Neidisch. Sie liebten Ihren Mann? Ich liebe meinen Mann und meine Tochter auch. Wollen Sie sagen, dass die Tat, ich meine jetzt den Schuss, in keinem Zusammenhang mit den Vorfällen bezüglich Ihrer Tochter und deren Verhältnis zu dem Erschossenen stand? Steht in keinem Zusammenhang. Mein Schuss war auch keine Tat. Was war es dann? Ein Schuss. Ist ein Schuss, der die Brust eines anderen trifft, keine Tat? Keine Tat, ein Vorfall. Oder eher ein Ausfall? Wie meinen Sie das? Ich will darauf hinaus, dass infolge der vorangegangenen Vergewaltigung Ihrer Tochter, der jahrelangen Trunksucht des Captain, auch angesichts der Tatsache, dass er auf Sie nicht antwortete, Sie wiederum ihn liebten, Sie auf das Inzestverhältnis, wie Sie berichteten, mit Neid antworteten, Ihnen die Sicherungen durchbrannten, wie man sagt. Meine Sicherungen waren in Ordnung.
Sie mussten dafür das Fliegengatter öffnen, ein Gewehr schwenken, haben sich selber angeschossen, das Gewehr erneut um einen bedeutenden Grad gedreht, Ihren Mann in die Brust geschossen, so gut, als wäre es gezielt. Also eine Unmasse von Tathandlungen, in gewissem Sinne ein Überhang von Fakten. Und nun wollen Sie sagen, so weitreichende, aufeinander geradezu abgestimmte Bewegungsverläufe, wenn man den Schuss in Ihr eigenes Bein als nicht kalkuliert davon ausnimmt. Aber gerade da behaupten Sie, dass eine irgendwie geartete Kalkulation noch vorgelegen hätte. Seien kein Tatbestand, kein Tun, während Sie doch andererseits behaupten, Ihre Sicherung sei in Ordnung gewesen und ein Versehen komme nicht in Betracht. Mir scheint das verwirrend. Es verwirrt mich selbst, wenn Sie es so sagen. Was stimmt denn nun an Ihrer Aussage nicht? Es stimmt ja. Sie sagen nur immer, ich wollte einen ersten Schuss abgeben, um etwas zu sagen. Was Sie sagen wollten, wissen Sie nicht. Das, worüber jeder normale Mensch sich empört und woraus sich ein Motiv für eine besondere exzessive Verwirrung zum Tatzeitpunkt ergebe, die in den Akten detailliert aufgeführte Vergewaltigung, hat Sie nicht empört. Aus Neid wiederum, sagen Sie, tötet man keinen Menschen. Warum um Gottes Willen ist es dann geschehen? Es wäre gut für Sie, wenn Sie die Verwirrung auf den Tatzeitpunkt legen. Nicht so gut ist es, wenn Sie die Verwirrung in den Zeitpunkt Ihrer jetzigen Aussage einbringen. Ich bestreite ja nicht, dass es geschah. Das können Sie wohl auch nicht. Es war, wie ich sagte, keine Vergewaltigung zwischen den beiden, sondern ein Liebesverhältnis unter besonderen Umständen. Und ich möchte hier nochmals deutlich erklären, dass ich niemals aus persönlichen Gründen einen Menschen töten würde. Schon gar nicht meinen Mann. Wieso sagen Sie, ich erkläre nochmals? Sie haben eine solche Erklärung bisher nirgends abgegeben. Dann erkläre ich es jetzt. Er ging an diesem Tag hinunter an den Fluss. Abschied nehmen. Von seinem Haus, von seinem Garten. Das war der Tag, an dem Babylon unterging. Die Unruhe davon zittert bis heute nach. Babylon wird wegen Hochbauweise zerstört. Es entsteht Sprachverwirrung. Halbzeit der Gefühle. Man kann nicht einmal mehr kapitulieren.
überrascht mich auch. Brennt. 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 Sehen Sie, man kann intakte Gebäude nur schwer zum Brennen bringen. Erst müssen die Dächer abgedeckt sein und es müssen Öffnungen eingesprengt werden, die bis ins zweite, möglichst erste Stockwerk hinabreichen, wo das Brennbare sitzt. Sonst haben wir keinen Feuersturm. Mein Bruder ist Luftwaffenarzt. Es ist das Gleiche wie die breitflächige Versorgung einer Wunde. Man kann eine zugewachsene, verschaufte Wunde nicht zur Abheilung bringen. Ich möchte das einmal mit einer verschauften, historisch gewachsenen Stadt vergleichen. Sondern die Wunde muss erst frisch angerissen werden, damit frische Blutgefäße angesprochen sind. Dann Breitsalbe und Bull drauf. Wenn bis 11 Uhr eine große weiße Fahne am linken Turm der Martinikirche gehisst worden wäre, wären die Bomberverbände umgekehrt. Eine Frau soll noch versucht haben, ein aus 4 weißen Laken zusammengenähtes Tuch zum Kirchturm zu bringen. Das ist Larifari. Um diese Uhrzeit waren die Bomber von einem Gefechtsstand in Hildesheim nicht mehr zu erreichen. Aber was ist wahr an der Geschichte? Gar nichts. Hatten Sie eine Vorstellung, was der Angriff bewirken sollte? Wie ich schon sagte, nicht so klar. Sie sind zynisch. Nur nicht verlogen. Was nützt es Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt mein Mitgefühl ausdrücke? Gar nichts. Die 4. Nachtstunde. Die meisten Menschen auf der Welt sterben in der 4. Nachtstunde. Die Toten bleiben aber nicht ruhig an ihren Plätzen. Sie sind unruhig, weil sie nicht wissen, ob es gerecht zugeht, wenn sie auferstehen. Wenn diejenigen, die am schwersten verwundet worden sind und dementsprechend zu spät am Ort des Gerichts eintreffen, feststellen sollten, dass die Verhandlung schon geschlossen ist, dann wäre ein solches letztes Unrecht Grund genug, dass sich die Gräber schon jetzt öffnen.
Er sagte, ich liebe dich. Und danach sagte er etwas Falsches. Wenn man sich auch noch so liebt. Einmal sagt man sich adieu, weil es keine Treue gibt. Schwör mir nicht, du bist für immer mein, keine Liebe kann für immer sein. Einmal sagt man sich adieu. Der Geliebte hat sie weggeworfen. Sie will nicht mehr leben. Ein Vertreter nach einem langen Geschäftstag. Er wäre offen für ein Abenteuer. Ein Kraftfahrer hat das Geschehen beobachtet. Ihm scheint das Verhalten des Vertreters merkwürdig. Der Zeuge meldet den Vorfall der Polizei.
Frank von 86,2. Ein Notarztwagen in den Wiegwald, Lebensgefahr. Gerettet durch fremde Schuld. Jetzt kommt für den Retter hinzu, dass die zuständige Richterin ganz wild auf Vergewaltiger zu sein scheint. Unter 5 Jahren Gefängnis ist da überhaupt nichts zu machen. Zeugin, ich frage Sie ernstlich. Es hat also Ihrem Gefühl nichts ausgemacht von dem Angeklagten, der einerseits Ihr Lebensretter, andererseits aber Ihr Notzüchtiger ist, vergewaltigt zu werden? Ich spreche hier unter Eid. Also hatte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Gefühl. Ich war bewusstlos. Insofern muss ich mich für neutral erklären. Was soll das heißen? Dass mich die Verstocktheit und Gerissenheit des P. meines Geliebten, der mich weggeworfen hat, härter trifft als die Handlungsweise des Angeklagten, die ich gar nicht bemerkte. So geht das nicht. Ich weiß nicht, ob das so geht. Das Gegenteil der Gefühle sind die Dinge. Diese Lampe wurde vor dem Urlaub angezündet und vergessen. Jetzt leuchtet sie schon 6 Wochen. Er kam 1918 von der Front nach Hause. Er fand seine Frau im Bett mit einem anderen. Decke weg! Los! Er suchte nach Klarheit. Er hatte ja sein Gewehr. Schmerzen sind persönliches Eigentum. Wer zu viel Eigentum hat, wird wie ein Ding. Diese Bombe war 38 Jahre im Erdreich verborgen. Der Messingzünder ist voll intakt. Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang.
Man kann nicht sagen, dass Erwin an ihr schraubt, wenn sie einander berühren. Trotzdem wünschte sie sich oft, er möge mit ihr so sorgfältig umgehen wie mit einem wertvollen Ding. Ich habe die Schraube gefunden. Aber der große Fehler war, ich muss erst noch mal mich berichtigen, es geht immer von links nach rechts. Aber man braucht Gefühl, man braucht viel Gefühl. Sie darf nicht zu locker sein, sie muss angespannt sein, aber auch nicht überspannt. Entweder reißt sie ab. Oder aber die Mutter, wenn sie nicht fest genug ist, lockert sich und die Schraube, wenn die Mutter weg ist und verloren ist, fällt auch raus. Dann ist der Schaden schon passiert. Einmal, es war Mitte des 19. Jahrhunderts, versammelten sich alle wertvollen Dinge der Welt in London. Alle Waren der Welt sandten ihre Repräsentanten. Der Funkentelegraph von Siemens. Stahlwaren aus Solingen. Britischer Eisenofen. Chaiselong mit Waschecke aus Pappe. Kruppkanone, zu jenem Zeitpunkt unverkäuflich. Von diesen Ahnen stammen alle modernen Güter. Das Gebäude entwarf der Gärtner des Herzogs von Devonshire, Mr. Paxton. Er gab seinem Entwurf die Gestalt eines Treibhauses. Die Bäume des Parks mussten nicht abgeholzt werden, sie passten in dieses Haus. Die Leute, die den Glaspalast erbauten. Im Jahre 1937 verbrannte der Londoner Gemeinschaftsbau, 4 Jahre nach dem Reichstagsbrand. Seither haben die Dinge kein Parlament. Im 19. Jahrhundert entsteht das Projekt eines Kraftwerks der Gefühle, das Opernhaus. Irgendetwas in der Anfangsphase des Projekts ging schief. Die Verkabelung ist in einem katastrophalen Zustand. Man muss für die veralteten Röhren etwas tun.
Man sagt von den Gefühlen, dass sie brennen, nicht, dass sie kühlen. Die Brücke des Chaos. Das heilige Paar, vom dunklen Engel beschützt oder belauert. Wir fliegen gewissermaßen vorwärts, weil die Gefühle nicht vergessen können. Zimmer, um die Gilda zu verführen. Zu verführen. Und jetzt stellt sich heraus, dass der Rigoletto der Vater ist von diesem Mädchen. Das haben wir ja gar nicht gewusst. Das stellt sich jetzt heraus und schickt uns jetzt weg. Und sie kommt zurück und sagt, was passiert ist seinem Vater, also ihrem Vater. Und er schickt uns jetzt weg. Und jetzt werden die sogenannten Rachepläne entwickelt, die ja hier zu der Verwechslung führen, dass nicht der Herzog umgebracht wird, sondern seine eigene Tochter. Wo kommt die Gilda her? Die kommt hier aus der Tür raus. Und es ist ziemlich dunkel hier drin. Das ist sehr schwierig. In dem Moment, wo die Tür aufgeht, geht die Scheinwerfer an. Na? Und das ist der Moment, wo wir zugreifen müssen, dass die Gilda nicht so langsam kommt. Gell? Wir haben nämlich höchstens 1 Minute Zeit. Ja? Was machen Sie jetzt? Ich greife mir die Gilda, na, und reiß ihr das Cape vom Hals, das Ding, und hier auf, damit man das Blut später auf der Bühne sieht. Gilda, die Tochter Rigolettos, der ein Zwerg ist, hat sich an den Verführer verliebt. Der Vater sendet einen Mörder aus, der die Tochter ersticht und in einen Sack gesteckt dem Vater zuliefert. In jeder Oper, die von Erlösung handelt, wird im 5. Akt eine Frau geopfert.
Berlams Gefühle sind positiv ausgerichtet. Sie ist Optimistin. Ich möchte Ihnen einige Nuancen meiner Offerte näher beleuchten. Ja, bitteschön. Ohne mich feil zu bieten, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Vorteile lenken. Ja. Zähne fest. Die Nase könnte man operativ ändern, je nach Wunsch. Nase veränderbar. Lebenserfahrung. Lebenserfahrung. Eine Dame mit Restvermögen. Restvermögen, ja. Sie werden aufgrund meiner Vorkehrungen festgestellt haben, dass ich keine Falte im Gesicht habe. Ein Angebot nach Marktlage. Marktlage. Aber Täuschungshandlungen sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Was verstehen Sie unter Täuschungshandlungen? Dies bedeutet, durch Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Irrtum erregen, der zu einer Vermögensverfügung und damit zu einem Vermögensschaden führt. Und dies alles vorsätzlich. Sehen Sie irgendeine Falte in meinem Gesicht? Keineswegs, gnädige Frau. In den traurigen Geschichten wiegen die Gefühle schwerer. Wesentliche Handlung in der Oper Tannhäuser ist der Umbau vom ersten zum zweiten Akt. In eine heidnische Landschaft wird binnen 20 Minuten eine christliche Burg hineingebaut. Wegen der Plötzlichkeit des historischen Prozesses geht die Oper am Ende nicht gut aus. Der Polizeichef ist tot. In der Oper Aida geht es darum, dass zwei große Völker, das Volk der Ägypter und das Volk der Äthiopier, einander über 100 Jahre lang bekämpften. Von diesem blutigen Geschehen kann die Oper nicht direkt berichten. Erst muss die Unglücksgeschichte umgeformt werden in eine beinahe wäre alles glücklich ausgegangen Geschichte. Vom Kriege der Äthiopier und Ägypter berichtet deshalb eine Dreiecksgeschichte. Aida, eine äthiopische Königstochter, zugleich ägyptische Sklavin, liebt Radames, den ägyptischen Feldherrn. Diesen wiederum liebt Amneris, die Pharaonentochter. Aidas Vater aber ist gefangen.
Weil es in Wahrheit aber um den Kampf zwischen Völkern geht, ist ein glücklicher Ausgang für die Liebenden im 5. Akt ausgeschlossen. Willst du damit sagen, dass du mich nicht liebst? Wie sehr soll ich dich denn lieben? Genauso wie ich dich liebe. Nicht noch etwas mehr? Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn es weniger ist? Dann musst du Wechselgeld herausgeben. Wie macht man das? Indem du mich um das mehr liebst, was du mich weniger liebst als ich dich. Frau Berlan hat festgestellt, dass das Wechselgeld nie passend bereit liegt. Gehör, Geruch, Geschmack, Gefühl. Frau Gerti, ich fasse jetzt noch mal zusammen. Auf gar keinen Fall können Sie sich von Ihrem Gefühl her, von Ihrem Freund Karl trennen. Und auf gar keinen Fall können Sie bei Ihrem Freund Karl bleiben. Ich muss die Entscheidung treffen. Was ist das für eine Entscheidung? Es muss eine klare Entscheidung sein. Aber es ist ausgeschlossen, dass Sie bei ihm bleiben. Und es ist ausgeschlossen, dass Sie sich von ihm trennen. Beides ausgeschlossen. Und wie sieht der Entschluss aus? Klar muss er sein. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Einmal Freud und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ja, ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Ja, man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält. Ab heute ist mein Leben von Grund auf renoviert. Du hast Frau Berlan, jahrzehntelang als Heiratsvermittlerin tätig, sozusagen als Bindekünstlerin, verbringt den kleineren Teil ihrer Arbeitszeit damit, Verbindungen zu stiften. Den größeren Teil braucht sie, um die Krisen der von ihr vermittelten Partner zu schlichten. Jeder Mensch, sagt Frau Berlan, hat alle Gefühle. Hätte jeder nur eins, wäre es vom Standpunkt der Bindekunst einfacher. Sie hat Detektive engagiert, die den Auftrag haben, die Ursachen dieser weltweiten Entzweiung zu erforschen. Das will ich sagen. Man müsste es mal ausstellen. Müsste es. Frau Gerti.
Radames, der ägyptische Feldherr, schuldlos zum Verräter geworden, wird lebendig eingemauert. Zu seiner Überraschung findet er in seinem Kerker Aida, die Geliebte, bereits vor. Was die Oper verschweigt. Das Volk duldet nicht, wie man weiß, dass Liebende lebendig eingemauert werden. Es hat deshalb Radames und Aida noch rechtzeitig befreit. Sobald die Liebenden befreit waren, zeigte sich, dass sie sich für nichts anderes interessierten als für ihre Liebe. Das Volk war enttäuscht. Jetzt kam es wieder nicht, trotz Eingreifen des Volkes, im 5. Akt zu einem glücklichen Ende. Die Opern sind so streng aus Gründen des Volkes.
Feuerlöscherkommandant Schönecke hatte viel Zeit. Der Feuersturm wird die Oper in etwa einer Stunde erreicht haben. Schon als Junge hatte sich Schönecke wiederholt gefragt, was in dem Gral steckt, der in der Oper Parzival vorgezeigt wird. Schönecke nahm die Gelegenheit wahr, seine Neugier zu befriedigen. Vom Standpunkt des Löschers muss man es abbrennen lassen. Es wird alles gut. 1, 2 und... Leb wohl, meine Christen. Viel Glück, Majestät. Die Sache Makropulos, Oper in 3 Akten. Der Kaiser will ewig leben. Er bestellt bei seinem Alchemisten ein Mittel. Das Mittel ist sehr wirksam, aber der Kaiser ist misstrauisch. Der Alchemist soll das Mittel erst an seiner Tochter erproben. Darüber sterben Kaiser und Alchemist. Die Tochter aber wurde Kammersängerin und lebt jetzt in Prag seit 300 Jahren. Alle ihre Gefühle sind 300 Jahre alt, haben sozusagen Übersicht über 28 Kriege. Ich brauche den Fernsehapparat, hier steht wieder genau die Wand davor. Wenn ich schon nicht gucken kann, muss ich wenigstens... Ja, danke, das ist ganz wichtig. Siehe dieses Testament. Wohin? Wann war das? Woher erfuhren Sie es? Wer verriet es Ihnen? Sie bedenken, ich muss erfahren, was hier vorkommt. Ein Wunder! Ja, ein Wunder. Aber jedes Wunder muss sich auch aufhören. Sonst wäre es nicht zu ertragen. Und was wollen Sie? Das sind kurze Aufblitzmomente der Vergangenheit einer Frau, die dazu verdammt ist,
300 Jahre Erdendasein zu erleben. Es sind so ungeheuer viele verwandtschaftliche Dinge, es sind so ungeheuer viele Querfäden, dass ich zugeben muss, dass mir sämtliche Zusammenhänge wirklich nicht möglich sind zu erkennen. Mit dem Gregor ist sie verwandt. Sie war mit einem Gregor vor vielen, vielen Generationen verheiratet. Wenn ich mich auch darin nicht täusche. Es ist wahnsinnig kompliziert. Wir haben schon versuchsweise Stammbäume angelegt und haben dann mit den Stammbäumen halbwegs Klarheit geschaffen. Es ist letztlich auch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, was dieses Stück zeigen will, ist das Wiedererscheinen, die unerfüllte Sehnsucht, die in dem Menschen ja stets vorhanden ist weiter zu bestehen, um jeden Preis weiter zu bestehen, nicht wegzutreten und um ihn herum beziehungsweise nach ihm bewegt sich alles weiter. Hier ist also dieser Traum eingekleidet in eine fantastische Story, der Traum des ewigen weiter existieren können, oder jedenfalls des begrenzt ewigen, falls es diesen Ausdruck überhaupt gibt. Liebe gegen Bezahlung. Montag früh, Arbeitsanfang. Betty ist in Not. Als sie zurückkommt, sitzt der Verfolger schon da. Kriminalobermeister Mürke? Könnt mich hier nicht fertig machen. Hältst du uns für blöd? Ich halte euch nicht für blöd. Letztes Jahr hattest du noch eine andere Perücke. Du wolltest der Polizei nicht helfen. 1970 Strafe wegen Begünstigung. Warum sollen wir dir irgendetwas glauben? Ihr könnt mir nichts andichten. Jetzt könnte ich beleidigt sein. Was heißt dir andichten? Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Wer spricht denn vom Mord? Wir fragen ja nur, ob du etwas gesehen hast. Hab nichts gesehen. Hab geschlafen. Eine Rotte von Gelegenheitstätern hat entdeckt, dass Betty herrenlos ist.
Nach 3 Wochen unbezahlter Widerstandsarbeit hat Betty ihre Besitzer davon überzeugt, dass es besser wäre, sie weiterzuverkaufen. Kaufwillig ist der Einbruchsspezialist Schleich. Er kann sich Knautsch Betty leisten. Betty ist dankbar. Sie fühlt sich als Luxusgeschöpf. Es ist das erste Mal, dass einer sie um ihrer selbst willen gekauft hat. Jetzt will sie ihr Können erst richtig einsetzen. Der Pelzeinbruchsspezialist Schleich. Professionell. Seine Arbeit besteht darin, Gelegenheiten auszukundschaften. Im neuen Heim. Bettys Berufsgeheimnis: erstens Sanftheit, zweitens Kenntnis, drittens kein besonderes Gefühl. Man braucht aber viel Gefühl, um das zusammenzubringen. Schmidt kommt aus gutem Hause. Ihm fehlt die Sachlichkeit. Mäxchen, eine Direktrice. Schmidt lebt von ihrem Gehalt. Fräulein Bärbel, bitte. Ja? Was ist mit der Rechnung hier? Die ist noch offen. Die ist noch nicht bezahlt. Das ist aber dringend, ne? Also das müssen wir unbedingt heute noch machen, bitte, ja? Mhm. Gleich nachher. Und was ist mit der Bestellung für die Röcke? Die ist rausgegangen, ja. Gut, danke. Ja. Als sie Schmidt kennenlernte, war sie auf ihn nicht versessen. Jetzt kann sie nicht mehr von ihm lassen. Schmidt lässt sich nicht fesseln. Seine Gedanken bewegen sich in Richtung Brasilien. Er möchte an die Spitze. Die Freizeit steckt voller Ungeheuer. Oft treffen sie sich zu viert. Ante Alevisch, Geschäftsführer eines Hotels in Jugoslawien, ist herangereist. Westware. Nichts ist nützlicher als Wasser, aber man kann damit kaum etwas kaufen oder eintauschen. Ein Diamant hingegen hat kaum irgendeinen Gebrauchswert, aber eine große Menge anderer Waren ist häufig dafür im Austausch erhältlich. Adam Smith, eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nation, London 1776, Seite 39. Er soll in Brüssel eine Spülmaschine kaufen. Er hat Diamanten mitgebracht, die er auf dem Schwarzmarkt verkaufen will.
Manfred Schmidt weiß nicht, wie man die Diamanten verkauft. Die Provision hätte er gern. Du hast die Dinge, aber sie sind so gut wie wertlos, weil du sie zurückgeben musst. Das ist schwach. Du kannst dich nicht davon trennen. Ich bin kein Fachmann. Aber das sind ziemlich große Dinger. Du kannst aber nicht warten, bis deine Firma steht. Nein, das ist eine Sofortsache. Gib sie wieder her. Ich kann unter so mickrigen Verhältnissen nicht leben. Das hat alles keinen großzügigen Stil. Sie führen ihn in die Wohnung ihrer besten Freunde. Jetzt wartet er auf den Gegenwert seiner Diamanten in West. Weg von hier. Sie nehmen den Zug 16:45 Uhr nach Barcelona. Betty kann nicht glauben, dass Schleich verloren sein soll. Im Arbeitszimmer liegt Alewitsch. Ja und? Tot. Wer wieder? Tot. Herzschlag? Mit einem Metallstück auf den Kopf geschlagen. Ist er verrückt? Bleib ganz ruhig. Du musst es erst mal verdauen. Und da bleibst du so ruhig?
Jetzt ist es weg. Aber eben war es noch da. Man darf an einen Mord niemals fest glauben. Jacques Borel, 143:12. Legrand, 16:50. Carrefour, 65:12. Compagnie Bancaire, 10:209. Club Méditerranée, 10:89. Source Perrier, 8:12. Später meinten sie, so hätten sie das geschädigte Gehirn in der kritischen Phase in Tätigkeit gehalten, dass es nicht ganz starb. Wenn er kommt, Die sind und geschickt, voll ist. vornehm, Die sind heute Morgen klug, weg zum Frühschoppen. haben zahlreiche Ich wollte und spitze in Waffen Chicago-Stadt anrufen, und wohnen in aber der Höhen, Hausmeister zwischen denen es hat aber kein auch Buch Berge, von Chicago-Stadt. Gärten und Naja, Häfen gibt. jetzt heißt es abwarten. Sie stellen das Glied. Ihr Weg den Coitus dar. Frankfurt, Montevideo. 22 Uhr bis 11:30 Uhr. Das wollte ich sagen, aber ich Frankfurt, habe Moskau. etwas ganz anderes 10:05 gesagt. Uhr bis Ich glaube, ich habe 15:20 zu viel Uhr und getrunken, 13 Uhr sonst bis hätte ich 18:15 es nie gesagt, niemals. Wenn man in der 4. Lebenswoche ein helles Objekt langsam vor dem Gesicht des Kindes bewegt, folgt es mit assoziativen Bewegungen der Augen mit ruhendem Kopf. Dabei erhält sein Gesicht einen intelligenten Ausdruck. Das aktive Anstarren Der Kunde ist jetzt transportfähig. Wer hat das gesagt?
Der Doktor. Sie haben in die Unterseite der Kiste Luftlöcher gestanzt. Sie bringen den ehemaligen Toten über 3 Grenzen. Schmidt und Mäxchen in ihrem Versteck in Barcelona. Sie glauben fest an den Erfolg ihres Tuns. Zu dem, was du vor 20 Minuten gesagt hast, hätte ich gerne kleben müssen. Das hätte Lärm gemacht, wir müssen aber leise sein. Nur deswegen habe ich es nicht gemacht. Leise! 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 Mäxchen ist an ihrem Ziel. Sie leben hier eng und unauflöslich auf 2 mal 380 Meter Fläche beieinander. Como el preso que vive entre rejas, lleno de penas y desolación. Solo tengo por compañero las quejas de mi fiel amigo, el bandoneón. Solo por ti yo respeté la vida, solo tú sabes mi fatalidad. Tú eres bálsamo para mi herida y me acompañas en mi soledad.
Zeig mir mal den Koffer. Bitte mal ja. Sechs Wochen Schwerstarbeit, unbezahlt. Sie sind sich näher gekommen. Mit der Zeit wird die Technik besser.